Spieltag Nummer 15, Freunde. Unsere Wölfinnen haben die Potsdamerinnen mit 5:0 geschlagen. Lange sah es nicht danach aus, als würde dieser Sieg so deutlich ausfallen. Was ist also passiert? Welche Schlüsselmomente gab es? Und vor allem, wer war die echte Wölfin des Tages? All das und noch viel mehr erfährst du in diesem Video. Ich hole mir jetzt erstmal ein Käffchen und dann gibt's die Infos zum Spieltag. Also, let's go! Ja. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde. Am 15. Spieltag haben unsere Wölfinnen gegen Turbine Potsdam gespielt. Auf dem Papier ist es eine ganz klare Sache. Erster gegen Letzte. In den letzten 6 Jahren, also sprich seit Ende 2016, haben die Wölfinnen nicht mehr gegen Potsdam verloren. Seit dieser Niederlage gab es ein Torverhältnis von 41:7. Das heißt, unglaubliche Offensivpower, sehr hoher Torschnitt gegen Potsdam und vor allem, wenn man sich die letzten 4 Spiele anschaut, waren diese auch alle zu 0. Wie gewohnt hat Trainer Tommy Stroth eine sehr stark besetzte erste Elf aufgeboten. Aufgrund der kommenden Hochkaräter hat er allerdings einigen seiner Stammspielerinnen eine Belastungspause gönnen wollen. Darunter Alexandra Popp und Eva Pajor. Diese wurden durch Jon Sottir und Tabea Wasmuth ersetzt. Viele der Fans dürfte das freuen, denn soweit ich das zumindest mitbekommen habe, wurde der Aufschrei immer größer, dass Tabea Wasmuth nicht mehr Spielzeit bekommt. Des Weiteren rückt Abwehrmaschine Hegering wieder in die Startelf. Wenn man auf das Hinrundenspiel und die letzten Aufeinandertreffen schaut, ist es doch ein wenig überraschend, wie gut die Potsdamerinnen die Wölfinnen in der ersten Hälfte kaltstellen konnten. Bis auf die Großchance von Jon Sottir, bei der die Verteidigerin Sissoko den Ball gerade so von der Linie kratzte, gab es knapp 30 Minuten lang keine nennenswerten Angriffsaktionen der Wölfinnen. Aber auch wirklich nur fast 30 Minuten. Denn in der 27. Minute fiel das 1:0 durch Feli Rauch. Nach einer kurz ausgeführten Ecke hat Svenja Huth den Ball mit rechts mit viel Effet auf den 5-Meter-Raum gebracht, wo Feli Rauch zum Kopfball kam und den Ball im Tor versenkte. Diese Variante fand ich persönlich interessant. Also ich habe über die gesamte Saison schon wahrgenommen, dass Tommy Stroth und aber auch die Wölfinnen sehr gute Eckenvarianten inzwischen haben und auch sehr eckballgefährlich sind. Nur, dass sie so eine Variante auspacken, wo eine Flanke auf Rauch geschlagen wird, das wusste ich so noch nicht. Ich freue mich riesig für Feli und schönes Tor, schöne Variante. Alles in allem kann man zusammenfassen, dass die erste Hälfte von viel Ballbesitz seitens der Wolfsburgerinnen geprägt war. Ich persönlich finde, dass Turbine es sehr gut gemacht hat. Sie haben sehr lange so tief gestaffelt gestanden, dass die Wolfsburgerinnen kaum Räume und kaum Möglichkeiten gefunden haben, um ihre Spielstärke und ihre Individualität aufblitzen zu lassen. Sie haben Angriff für Angriff peu à peu versucht, den Abwehrblock der Potsdamerinnen zu knacken und haben es dann letztlich durch eine einstudierte Variante durch Feli Rauch geschafft. Über die zweite Hälfte möchte ich eigentlich gar nicht reden. Also sie begann gleich in der 48. Minute mit einem Schock für ganz Fußball-Deutschland. Und nein, ich überdramatisiere nicht. Was ist passiert? Lena Oberdorf wollte einen Zweikampf führen, ist dann mit ihrem linken Bein ohne gegnerische Einwirkung weggerutscht und hat sich dabei scheinbar das Bein überdehnt. In den Zeitlupen meine ich auch gesehen zu haben, dass ihr Knie etwas weggedreht ist. Das wäre natürlich der Worst Case. Alle Fans da draußen und vor allem Fans des Frauenfußballs wissen, dass dann immer 3 Buchstaben im Kopf auftauchen. Ich persönlich habe es nicht so wahrgenommen, dass es tatsächlich gerissen ist. Also ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass sie sich ihr Bein nur überdehnt hat. An dieser Stelle natürlich erstmal gute Besserung an Oberdorf. Das Worst-Case-Szenario wäre jetzt, dass sie sich tatsächlich so schwerwiegend das Knie verletzt hätte, dass sie für den Rest der Saison ausfallen würde und damit dann auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, zwangsläufig die WM verpassen würde. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme besteht noch keine Gewissheit. Es ist keine Diagnose veröffentlicht worden und ich rechne ehrlich gesagt vor Montag auch nicht damit.
Wir hoffen natürlich alle, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass sie sich im besten Fall nur das Bein überdehnt hat und dadurch dann eben auch vorsichtshalber ausgewechselt worden ist. Ich persönlich möchte aber anmerken, dass ich irgendwie ein gutes Gefühl habe. Ich drücke sehr, sehr doll die Daumen, natürlich in erster Linie für Lena, dass sie sich nicht schwerwiegender verletzt hat. Für Oberdorf kam dann Alexandra Popp ins Spiel. Und diese Einwechslung, die hat einen direkten Einfluss darauf gehabt, wie das Spiel von da an weiterging. Ich habe es schon mal im vorigen Video gesagt, der Impact der Einwechselspielerin ist enorm. Lena Lattwein leitete mit ihrem 2:0 eine turbulente Schlussphase ein. Nach einer längeren Ballstaffette im Mittelfeld kam der Ball schließlich zu Dominik Jansen. Diese flankte den Ball aus dem Halbfeld in den 16er, wobei Alexandra Popp dem Ball entgegenkam und schon in dem Moment, wo sie auf den Ball zurannte, wusste, was sie als nächstes tun würde. Sie hatte gesehen, dass Lena Lattwein neben ihr frei positioniert war. Sie ließ den Ball von ihrer Brust zu ihrer Rechten abtropfen, sodass der Ball direkt zu Lattwein kam, die den Ball einmal kurz annahm und ihn per Dropkick ins kurze Eck versenkte. Dann ging es Schlag auf Schlag. Durch eine Ecke von Svenja Huth erhöhte Alexandra Popp auf 3:0. Svenja Huth brachte den Ball mit viel Effet auf den 5-Meter-Raum, wobei Alexandra Popp einstudierterweise dem Ball entgegenkam und ihn mit dem Kopf ins lange Eck verlängerte. In dieser Situation hat Alexandra Popp ein weiteres Mal ihre Kopfballstärke unter Beweis gestellt. In der 85. Minute erzielten die Wölfinnen beinahe eine 1:1 Kopie des 3:0. Wieder flankte Huth eine Ecke mit viel Effet auf den 5-Meter-Raum, wo dieses Mal aber Dominik Jansen hochstieg, sich im Kopfballduell behauptete und den Ball einnetzte. Damit schoss sie ein sehr schönes erstes Saisontor. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das Schönste an diesem Treffer war tatsächlich nicht das Tor an sich. Wer die Mannschaft dabei beobachtet hat, hat sehen dürfen, wie sich wirklich alle auf dem Feld zu Dominik Jansen hinbewegt haben, um sie in den Arm zu nehmen, um sich mit ihr zu freuen und einfach dieses Tor abzufeiern. Und genau da haben wir es. Das ist etwas, was ich am Frauenfußball liebe. Dieses Miteinander freuen. Sie sind alle übers ganze Feld gelaufen, um sich mit Jansen zu freuen. Und dieser Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, das ist etwas, was diesen Sport einfach ausmacht und was alle Fans auch so begeistert. Das ist übrigens etwas, wovon ich schon mal in diesem Video hier gesprochen habe. Ich werde es dir auch nochmal in der Infobox verlinken. Nach guter Vorarbeit von Eva Pajor wurde Svenja Huth auf der Außenkante des 16ers freigespielt. Die behielt die Übersicht, flankte butterweich auf den 5-Meter-Raum, wo Alexandra Popp, natürlich Alexandra Popp, angerauscht kam und den Ball einnickte. Die Frauen des VfL lassen diesen Spielzug so einfach aussehen. Doch das ist er nicht. Und es ist unglaublich, wie einfach sie es aussehen lassen. Also von meiner Seite auf jeden Fall Chapeau, Wölfinnen, Chapeau. Die Topspielerin des Spieltags waren Nummer 1, Dominik Jansen. Sie machte ein tolles Spiel. Zum einen hat sie natürlich eine Vorvorlage geliefert, woraus dann ein Tor durch Lena Lattwein entstanden ist. Zum anderen hat sie auch ihr erstes Saisontor erzielt. Sie war viel in der gegnerischen Hälfte unterwegs und hat durch ihre tolle Spieleröffnung überzeugt. Sie spielte ruhig am Ball und war defensiv absolut resolut. Auch wenn sie nicht so viel zu tun hatte, war es am Ende des Tages ein souveräner Auftritt und wir können alle nur hoffen, dass sie in ähnlich guter Form gegen PSG und die Bayern auftritt. Zweitens, Alex Popp. Dass nach ihrer Einwechslung noch 4 Tore gefallen sind, ist kein Zufall. Sie hat wieder viel mit und gegen den Ball gearbeitet. Sie hat ihre Mitspielerin klug in Szene gesetzt und viele Offensivaktionen dadurch belebt. Insgesamt hat sie jetzt 11 Tore erzielt und ist damit die Top-Torschützin der Frauen-Bundesliga. Und der Titel Echte Wölfin des Tages geht an Svenja Huth. Heute war es tatsächlich eine sehr schwere Entscheidung, da ich persönlich den Impact von Alexandra Popp unglaublich fand. Also in so wenigen Minuten so einen Einfluss auf das Spiel zu nehmen, das ist schon wirklich stark. Doch Svenja Huth hat in meinen Augen einfach so viel richtig gemacht. Sie hat viele gefährliche Aktionen kreiert und mit ihrer Explosivität und Individualität vor allem Räume geschaffen und diese genutzt. Insgesamt hat sie 4 von 5 Toren vorbereitet. Das alles macht sie für mich zur Hauptakteurin des Spiels und damit völlig verdienterweise zur echten Wölfin des Tages.
Da ich bei der Bewertung zwischen einer 9 von 10 und einer 10 von 10 schwankte, habe ich mich jetzt einfach fürs Positivere entschieden und gesagt, boom, sie bekommt jetzt 10 von 10. Zack, aus. Und jetzt seid ihr gefragt, wer war für euch die Spielerin des Spiels, beziehungsweise die echte Wölfin des Tages? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch dieses Mal entschieden habt. Der abstiegsbedrohte Traditionsverein Turbine Potsdam hat lange sehr kompakt dagegen gehalten. Es sah sehr, sehr lange nicht danach aus, als würden die Wölfinnen so hoch gewinnen. In den letzten 25 Minuten haben die Wölfinnen dann doch noch ihre PS auf den Platz bekommen und letztlich noch 4 weitere Tore erzielt. Hinten ließen sie kaum etwas zu, wobei man sagen muss, dass die Potsdamer Spielerinnen auch kaum offensive Gefahr ausgestrahlt haben. Merle Froms blieb somit weitestgehend beschäftigungslos. Das Ergebnis geht in meinen Augen auch in dieser Höhe in Ordnung. Vor allem aber deshalb, weil die Wölfinnen in den letzten Minuten eine sehr hohe Effizienz an den Tag gelegt haben und mit all ihrer Offensivpower den Potsdamern eigentlich keine Chance gelassen haben. An dieser Stelle kann ich festhalten, meines Erachtens nach sind die Wölfinnen bereit für die kommenden Aufgaben. Den Weckruf gegen Hoffenheim hat es offensichtlich gebraucht. Sie wirken nun wieder feurig und entschlossen, um wirklich alle Titel mitzuspielen. Unter der Woche wartet nun das Top-Duell gegen Paris Saint-Germain. Am nächsten Wochenende kommt es dann zum wahrscheinlich titelentscheidenden Duell mit dem FC Bayern. Diese haben am Samstag gegen den 1. FC Köln mit einem eindrucksvollen 5:0 unter Beweis gestellt, dass auch sie bereit für dieses Duell sind. Genauso wie du bin ich heiß auf die nächsten Spieltage und Wochen. Das Topspiel, es kann kommen. Das soll es gewesen sein zum 15. Spieltag gegen Turbine Potsdam. Du hast Lust auf mehr Matchday-Recaps? Dann sei gespannt. Nächste Woche kommt ein Recap zu dem Spiel gegen Paris Saint-Germain und dann in den Tagen darauf noch gegen den FC Bayern. Stay tuned, Freunde. Lasst mir doch ein Abo da und liked fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!